Die Schüssel in der Küche, ist das deine berühmte Brandnermarinade? Ach du liebes bisschen, jetzt habe ich vergessen, die Steaks einzulegen. Hier, bitte. Warum sagt mir keiner was? Hier, mein Schüleraustausch scheint zu klappen. Schön. Carla war doch mal in London. Meinst du, sie kann mir ein paar Tipps geben? Frag sie am besten selbst. Warum? Wir haben uns getrennt. Was? Warum gehen alle Beziehungen immer kaputt? Ich weiß es nicht. Carla und du, ihr wart das Traumpaar. Dann vielleicht doch nicht. Aber warum? Wenn ich dir das so genau sagen könnte. Sie hat es dir noch nicht mal erklärt? Das schon, aber das ist ein Problem, das sie schon länger hat. Nur bisher konnte sie damit leben. Du willst es mir nicht verraten, oder? Ich kann mich doch nicht bei meiner eigenen Tochter ausholen. Umgekehrt mache ich das doch auch. Ist doch was anderes. Naja. Carla kommt einfach nicht damit klar, dass ich früher Männer mochte. Das wusste sie doch von Anfang an? Anscheinend hat sie es erst im Laufe der Zeit gemerkt, keine Ahnung. Und jetzt ist sie sehr konsequent. Du liebst doch nur sie? Ich weiß aber nicht, wie ich ihr das noch beweisen soll. Langsam verliere ich echt den Glauben an die Liebe. Das darfst du nicht. Sie ist das Schönste, das es gibt. Und auch das Schmerzvollste. Steak oder Würstchen? Steak. Ich schau mal nach ihr. Hey. Ist nur zum Anstoßen. Auch wenn es dir momentan nicht ganz leicht fällt. Ich wollte es doch so. Ja, und irgendwie gönne ich den beiden ja auch ihr Glück. Ich mache mir trotzdem Sorgen um dich. Willst du jetzt ganz allein da weiter wohnen? Warum nicht? Warum kommst du nicht zumindest für eine Weile zurück aufs Schloss? Bis das Baby da ist. Ich schaff das schon. Wirklich. Ich gehe mal ein bisschen spazieren. Kunzi. Ist noch was draußen? Nein, alles erledigt. Das hier kann auch weg, oder? Die Brandnermarinade, bist du wahnsinnig? Die können wir wiederverwenden. Willst du etwa morgen schon wieder grillen? Also wenn du erst mal in England bist, wo es bekanntermaßen von morgens bis abends regnet, wirst du dich nach einem gemütlichen kontinentalen Grillnachmittag zurücksehnen. Vielleicht blase ich den Schüleraustausch ja auch einfach ab. Arno übertreibt mal wieder. So schlecht ist das Wetter da auch nicht. Ich dachte eher deinetwegen. Das will ich auf gar keinen Fall. Ja, was soll denn das? Susanne ist doch nicht allein. Komm, wir schauen, ob's Feuer aus ist. Von Lahnstein? Ich bin Susanne. Hallo Susanne, wie geht's? Wir haben so viel zu besprechen. Wollen wir uns nicht treffen? Ich halte das für keine gute Idee. Hallo, bitte. Es muss ja nicht bei dir oder bei mir sein. Wir könnten uns heute Abend im Schneiders treffen. Ich überleg's mir. Ciao. Na, Susanne, Carla verspätet sich wohl wieder. Scheint so. Wie geht's ihr überhaupt? Es muss doch jetzt bald soweit sein. In 4 Wochen. Na, stellt euch auf 10 Tage mehr ein. Das erste Kind kommt nie pünktlich. Das habe ich auch schon gehört. Und? Bist du schon sehr aufgeregt? Ich finde es auf jeden Fall toll, wie ihr das macht. Und mit Lars habt ihr genau den Richtigen gefunden. Treu wie Gold. Ich weiß. Ah, da kommt sie ja. Meine neue Patisseurin. Entschuldige, Susanne. Darf ich Ihnen vielleicht noch was bringen? Ja, noch so einen. Gerne. This would get the best.
Carla ist wohl was dazwischen gekommen. Sieht so aus hier. Aber nichts Ernstes. Mit dem Baby ist alles okay? Ja, damit ist alles in Ordnung. Es passt ja nur gerade nicht. Du warst natürlich eingeladen. Vielen Dank. Hätte es wenigstens absagen können. Alles okay mit dir? Nein, überhaupt nicht. Worüber reden denn die zwei die ganze Zeit? Soll ich mal unauffällig nachhorchen? Untersteh dich. Ja, so richtig gut scheint es Frau Brandner aber nicht zu gehen. Jetzt glaubt sie, mir fehlt was bei ihr. Dann bin ich also doch schuld. Ich habe ihr 1000-mal gesagt, ich liebe nur sie. Sie ist überzeugt davon, dass ich bei dir etwas suche, was ich bei ihr vermisse. Und jetzt quatsche ich auch noch ausgerechnet dich damit voll. Du bist, glaube ich, der beste Mensch, der mir je begegnet ist. Weißt du das? Du bist immer da für mich, wenn ich dich brauche. Das werde ich auch immer sein. Manchmal habe ich Angst. Wovor? Dass Carla recht hat. Tja, das ist schon möglich. Ich meine, Gefühle können sich ändern. Auch wenn es nicht immer einfach ist, sich das einzugestehen. Und die Ehe ist nun mal keine Liebesversicherung. Bitte versteh mich jetzt nicht falsch. Ich gönne euch jedes Glück dieser Erde. Aber du sagst selbst, du bist unsicher, ob Carla recht haben könnte. Wenn ja, dann ist die Trennung nur die letzte Konsequenz. Carla hat doch gespürt, dass sie deine Gefühle mit einem anderen Menschen teilen muss. Das ist nicht wahr. Ich liebe Carla. Ich bin mit ihr verheiratet. Wir wollen zusammen eine Familie gründen. Ich weiß, du würdest gerne etwas anderes hören. Aber Carla ist die große Liebe meines Lebens. Und das wird sie immer bleiben. Naja, sie waren auch wirklich ein sehr schönes Paar. Ich habe immer gedacht, Carla und Susanne passen perfekt zusammen. Bitte kein Nachruf, ja? Für dich ist es auch nicht einfach, das weiß ich. Einfach war es noch nie. Wie heißt es so schön? Ich lächelte und es kam schlimmer. Du meinst wegen Carlas Baby? Es ist auch mein Baby. Warum vergessen das immer alle? Ich bin der Vater. Ohne mich würde das Kind überhaupt nicht existieren. Ich weiß das doch, Lars. Aber was hat das mit der Trennung von Susanne und Carla zu tun? Wenn Carla es drauf anlegt, eine ganze Menge. Die Vaterschaft kann dir doch niemand nehmen. Und was ist mit dem Sorgerecht, dem Besuchsrecht? Ach, das glaube ich nicht. Carla würde dir keine Steine in den Weg legen. Doch, sogar Hinkelsteine. Was gibt's denn so Dringendes? Ich will noch ein paar Sachen recherchieren. Wegen des Schüleraustauschs nach England. Aha. Na, dann leg mal los. Wo soll's denn hingehen? Reading. Partnerstadt von Düsseldorf seit 1988. Der Name sagt mir was. Wo liegt es denn? In Berkshire. Circa 60 Kilometer westlich von London. Aha. Und so bei der Gastfamilie? In Reading gibt's sicher eine Menge schöne Dinge zu sehen. Ich glaube, die haben eine alte Mönchsabtei. Und in dem Gefängnis da hat mal Oscar Wilde gesessen. Wegen Sodomie oder so. In manchen Dingen seid ihr wirklich entsetzlich gut informiert. Hey, Susanne, willst du mal... Warst du bei Carla? Ja, Das wird schon wieder. Kann ich irgendwas für dich tun? entschuldigt, ich bin einfach nur müde. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wollte nur mal sehen, ob Mutter und Kind wohl auf sind.
Okay, war blöd. Eigentlich wollte ich dich nur fragen, wie du nach eurer Trennung zurechtkommst. Wieso überlegst du es dir nicht einfach nochmal? Susanne liebt dich, über alles, das weiß ich. Naja, egal, ob du bei deiner Entscheidung bleibst. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann lass es mich wissen. Ich werde immer für dich und das Baby da sein. Du kannst tatsächlich was für mich tun. Halt dich in Zukunft aus meinem Leben raus. Ich brauche weder dich noch Susanne. Ohne euch komme ich wesentlich besser klar. Und was ist mit dem Baby? Das Kind werde ich alleine großziehen. Als Vater des Kindes habe ich meine Rechte. Du kannst nicht allein entscheiden, was mit dem Baby passiert. Hätte ich mir denken können, dass du jetzt mit deinen Paragraphen kommst. Herrgott, das meine ich doch nicht juristisch. Aber es tut nun mal keinem Kind gut, wenn es nur bei einem Elternteil aufwächst. Ich habe Untersuchungen gelesen, in denen nachgewiesen wird, dass das manchmal für die Kinder sogar besser ist. Carla, ich kann nachvollziehen, dass der Moment alles über den Kopf wächst und du deine Ruhe haben willst. Aber das wird sich ändern, spätestens nach der Geburt. Dann wirst du für jede Hilfe dankbar sein, glaub mir. Mir liegt doch genauso viel an einem guten Kontakt zu dem Kind wie dir. Verdammt! Wir drei waren uns doch einig, dass ich nicht nur als Samenspender herhalte, sondern auch die Vaterrolle übernehme. Ich verlange doch lediglich, dass du dein Wort hältst. Ich habe meine Gefühle zu Susanne nie geleugnet. Ich liebe sie. Daran kann ich nichts ändern. Aber ich habe eure Beziehung immer respektiert und nie versucht, mich dazwischen zu drängen. Allein wegen des Kindes. Und deinetwegen. Bitte, der Fahrstuhl. Carla, dass es jetzt so gekommen ist, das tut mir wirklich leid. Das musst du mir glauben. Müssen tue ich überhaupt nichts. Nimm dem Kind den Vater nicht weg. Um nochmal auf Carla zurückzukommen. Du hast natürlich völlig recht. Sie darf dir das Kind nicht vorenthalten. Was soll ich denn machen? Gerichtlich dagegen angehen? Da würden sich die Fronten nur noch mehr verhärten. Naja, vielleicht kommt sie ja von alleine zur Vernunft. Sieht nicht gerade danach aus. Tschüss, Charlie. Ah, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Graf Landstein, Gräfin Landstein. Kurt Pröske vom Düsseldorfer Kurier. Dürfte ich ein Foto machen von Ihnen? Das ist doch mal auch immer noch nicht vorbei. Ja. Danke, das war schon. Wie die beiden nur den Presserummel ertragen. Naja, dabei war das gerade harmlos. Als Ansgars Sohn verschwunden ist. Naja, Feingefühl ist ein Fremdwort für die Journalie. Wenn ich meine Tochter verlieren würde, ich wüsste nicht, wie ich das verkraften könnte. Daran darfst du gar nicht denken, Lars. Doch, weil es so wäre. Wenn ich keinen Kontakt zu meiner Tochter haben dürfte. Carla. Ich habe hier auf dich gewartet, weil oben niemand war. Hast du kurz Zeit? Ja. Ich habe noch mal drüber nachgedacht, was du vorhin zu mir gesagt hast. So sehe ich die Sache eben. Auch wenn du anderer Meinung bist. Nein, Lars, du hast völlig recht. Meine
Unsere Tochter kann nichts dafür, dass die Idee von einer Familie zu dritt nicht funktioniert. Es kommt darauf an, ob man will, dass sie funktioniert. Es wäre einfach nicht fair. Weder dir noch der Kleinen gegenüber, wenn sie ohne Vater aufwachsen muss. Sie soll nicht unsere Probleme ausbaden müssen. Und deswegen möchte ich, dass du sie regelmäßig besuchst und Zeit mit ihr verbringst. Wenn du das noch möchtest. Ob ich noch will? Natürlich. Ich habe nur nicht mehr damit gerechnet. Hallo. Hallo. Susanne. Ich würde mich jedenfalls freuen. Dein Kind braucht dich. Das ist mir jetzt klar geworden. Der Hagebuttentee war sehr lecker. Gerne, danke. Ich dachte, wenn du vielleicht Zeit hast. Nein, habe ich nicht. Susanne, meine Entscheidung steht fest. Und ich will auch nicht mehr drüber reden. Aber entschuldigt, ich muss ganz dringend ins Auktionshaus. Carla, Ist alles in Ordnung? Ja, ja. Ich hab's eilig. Ja, ich gehe dann mal nach oben. Vielen Dank für die Einladung. Grillen kam genau richtig. Immer gerne. So, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Du hast ja gesehen, sie gibt mir nicht die geringste Chance. mein Gott, Susanne, ich würde dir so gerne helfen. Meinst du, es würde was bringen, wenn ich... Nein. Du kennst Carla genauso gut wie ich. Wenn sie sich zu etwas durchgerungen hat, dann... Heißt das noch lange nicht, dass sie das nicht wieder rückgängig machen könnte? Wie bei mir. Carla wird das bestimmt bald einsehen, dass es so nicht weitergeht. Und dass ihr euch irgendwie arrangieren müsst. Allein wegen der Kleinen. Lass mich weitermachen. Ist es so ungewöhnlich, wenn ich dir im Garten helfen will? Du hast Carla getroffen. Sie macht total dicht. Das kann so nicht gewesen sein, Papa. Ich werde nie etwas mit unserem Baby zu tun haben. Niemals. Also so etwas solltest du nicht einmal denken. Carla hat sich endgültig gegen mich entschieden. Hat sie denn gesagt, dass sie sich scheiden lassen will? Ich meine, hat sie es ausgesprochen? Nein. Oh, bitte. Siehst du, endgültig ist noch gar nichts. Trotzdem. Lars taucht wenigstens auf dem Papier als Vater auf. Er kann seine Rechte einklagen, aber ich... Ach, siehst das alles viel zu pessimistisch. Carla und ich, wir werden nie eine Familie gründen. Wir werden unser Kind nie zusammen aufziehen. Susanne, Carla steht kurz vor der Geburt. Da spielen die Hormone verrückt. Das hat nichts mit den Hormonen zu tun. Sie hat sich gegen mich entschieden und das ganz bewusst. Und ich kann nichts dagegen tun. Langsam wird's beschwerlich, oder? Ja, der Kleinen wird's langsam auch zu eng hier drin. Ein Mädchen? Ja. Meine Tochter wird auch bald geboren. Oh, wirklich? Das sieht man Ihnen gar nicht an. Ich weiß. Alles Gute. Dankeschön. Danke, dass du mich mitnimmst. Es ist die letzte Gelegenheit, deine Tochter live beim Ultraschall zu sehen. Hallo. Wollt ihr zur Frauenärztin? Hallo, Susanne. Ist mit dem Baby alles in Ordnung? Reine Routine. Ich habe Carla überredet, dass ich ausnahmsweise mal mit darf. Mein Gott, ich bin mindestens genauso nervös wie Sie vor der Entbindung. Ich muss los. Ein Fahrgast wartet. Alles Gute.
Vielleicht sagst du nachher Bescheid, wie die Untersuchung gelaufen ist. Entschuldige, ich will mich nicht einmischen. Danke. Ist was passiert? Was soll denn schon passiert sein? Ich habe mein Handy vergessen, sonst nichts. Es könnte doch sein, dass Lisa sich aus England meldet. Nimm doch das da. Danke. Ja, bis später. Wo ist denn jetzt? Dein Autoschlüssel? Ja? Am Telefon. Susanne, so leicht kannst du deinem alten Vater nichts mehr vormachen. Ich habe Carla getroffen. Sie war mit Lars auf dem Weg zum Gynäkologen. Sie ist so abweisend, sie redet kaum noch mit mir. Wahrscheinlich schmerzen sie eure Begegnungen genauso wie dich. Aber warum hat sie sich dann von mir getrennt? So kurz vor der Geburt. Jetzt sehe ich die Kleine nicht mal mehr auf dem Ultraschallmonitor. Ich vermisse sie so. Carla wird sich beruhigen. Wenn das Kind erst auf der Welt ist, du wirst sehen, ihr findet wieder zusammen. Mit Lars hat sie sich schließlich auch arrangiert. Er ist der leibliche Vater, er hat ein Recht darauf, seine Tochter zu sehen. Ich dagegen habe nichts in der Hand. Ich habe mich erkundigt. Ob ich die Kleine je zu Gesicht bekomme, hängt einzig und allein von Carla ab. Jeden einzelnen Finger. Man konnte wirklich jedes einzelne Fingerchen sehen. Entschuldige, aber ich habe sowas noch nie gesehen. Mich berührt das doch auch immer wieder. Aber schon ein komisches Gefühl, mich anstatt Susanne dabei zu haben. Sie wäre vorhin bestimmt gerne mitgekommen. Vielleicht hätten wir sie fragen sollen. Ganz sicher nicht. Da kommt viel zu viel hoch. Bei der letzten Untersuchung, da haben wir die Herztöne der Kleinen zusammen gehört. Ich hätte das heute nicht ertragen. Und sie bestimmt auch nicht. Wie soll denn das mit euch jetzt weitergehen? Geplant war doch, die Kleine gemeinsam großzuziehen. Carla, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob ich das will. Im Moment weiß ich doch noch nicht mal, wie ich überhaupt mit ihr umgehen soll. Wusste ich doch, dass ich dich hier finde. Hast du mich gesucht? Ja, wenn ich immer nur die Mailbox erwische. Mein Handy, ich hab's schon wieder zu Hause vergessen. Zum Glück hast du mir von deinem Stammplatz erzählt. Susanne, wegen heute Vormittag, Du musst dich nicht rechtfertigen. Es geht um dein Kind. Ich wollte nur nicht, dass du glaubst, dass ich mich auf Carlas Seite schlagen würde und... Ich weiß. Trotzdem danke. Wenn ich daran denke, dass ich eigentlich die war, die unbedingt ein Kind kriegen wollte. Ich musste Carla sogar zwingen und jetzt... Susanne, ich werde alles dafür tun, eine Lösung zu finden, dass du die Kleine regelmäßig sehen kannst. Das verspreche ich dir. Ich muss los. Carla. Hallo. Ist Susanne da? Ja. Wir müssen uns doch mal unterhalten. Wegen des Babys. Wegen des Babys? Ja. Lars hat mir erklärt, dass es verschiedene juristische Möglichkeiten gibt. Ich könnte dir ein Umgangsrecht einräumen.
Geht's dir nicht gut? Ich hatte einen harten Tag. Ja, dann pass auf dich auf. Nicht, dass du wieder wegen einem Kreislaufkollaps im Krankenhaus landest. Darüber musst du dir wirklich keine Gedanken mehr machen. Natürlich mache ich mir Gedanken. Glaubst du, du bist mir auf einmal völlig egal? Danke. Ich wollte Lasagne machen. Hast du nicht Lust, zum Abendessen zu bleiben? Also... Wir könnten uns danach in den Garten setzen und ein bisschen reden. Susanne. Das fehlt mir nämlich sehr. Ich halte das für keine gute Idee. Ich werde nicht wieder zu dir zurückkehren. Wir haben uns versprochen, zusammenzuhalten, in guten wie in schlechten Tagen. Es ist aus. Versuch das bitte zu akzeptieren. Du musst nach vorne sehen. Ich sehe nur dich. Vielleicht fällt es dir leichter, wenn... Was? Du bist frei, Susanne. Such dir jemand Neues.